Mein Name ist Paul und das hier ist meine Frau Anna. Wir sind seit 60 Jahren verheiratet. Und bevor du weiterklickst oder denkst, du kennst solche Geschichten schon, möchte ich dir etwas sagen. Das, was wir heute erzählen, hätte unser Leben verändert, wenn wir es früher gehört hätten. Wenn Paul verändert sagt, meint er nicht ein paar Kleinigkeiten. Er meint Jahre. Zeit, die wir miteinander hatten, aber nicht wirklich genutzt haben. Heute sitzen wir hier nebeneinander und viele Menschen denken, 60 Jahre, das muss funktioniert haben. So sieht es von außen aus. Zwei Menschen, die geblieben sind. Ein gemeinsames Haus, Kinder, Erinnerungen. Aber bleiben ist nicht dasselbe wie wirklich da sein. Wir haben nicht alles richtig gemacht. Im Gegenteil, wir haben Fehler gemacht, die leise waren. Keine großen Dramen, keine Trennungen, keine Türen, die zugeschlagen wurden. Aber Fehler, die Nähe kosten. Wir erzählen das nicht, weil wir alles besser wissen. Und auch nicht, um Angst zu machen. Wir erzählen es, weil wir lange geglaubt haben, dass Liebe sich selbst trägt, wenn man einmal Ja gesagt hat. Als wir jung waren, dachten wir, Zeit wäre etwas, das sich ansammelt. Man arbeitet erst, man kümmert sich später, man redet irgendwann. Und irgendwann ist plötzlich sehr spät. Ich habe lange nicht bemerkt, was fehlte. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil alles stabil aussah. Kein Streit, kein Bruch. Also dachte ich, es ist alles gut. Was wir heute erzählen, sind keine Theorien. Es sind Dinge, die wir gelebt haben und Dinge, die wir versäumt haben. Nicht für uns, für dich. Liebe trägt sich nicht von selbst. Sie braucht Aufmerksamkeit. Und wir haben sie zu oft auf später verschoben. Es gab Jahre, in denen ich nicht wusste, ob wir wirklich noch verbunden sind. Nicht, weil ich ihn nicht geliebt habe, sondern weil ich mich immer öfter allein gefühlt habe, während wir im selben Raum saßen. Stille kann trügen. Manchmal ist sie Frieden, manchmal ist sie nur Erschöpfung. Manches lässt sich reparieren, manches nicht. Und genau deshalb spreche ich jetzt darüber, damit du vielleicht früher hinsiehst, als wir es getan haben. Ich habe geglaubt, dass ein gutes Leben vor allem eines braucht: Stabilität, Arbeit, Verlässlichkeit. Ich wollte der Mann sein, der bleibt, der sorgt, der nicht verschwindet. Also habe ich gearbeitet, viel. Nicht, weil ich fliehen wollte, sondern weil ich dachte, genau das sei meine Aufgabe. Damals habe ich mir eingeredet, dass Nähe etwas ist, das automatisch entsteht, wenn man zusammenlebt. Gleicher Tagesrhythmus, gleiche Wohnung, gleicher Tisch am Abend. Ich war da, körperlich. Und ich dachte, das würde reichen. Heute weiß ich, dass Anwesenheit mehr ist als Nicht-Gehen. Sie beginnt dort, wo man innerlich nicht woanders ist. Ich kam oft müde nach Hause. Der Tag war voll, der Kopf auch. Sie erzählte mir von ihrem Tag und ich hörte zu, aber nicht immer mit ganzer Aufmerksamkeit. Manchmal wartete ich innerlich nur darauf, dass der Abend vorbei ist, dass Ruhe einkehrt, dass nichts mehr von mir verlangt wird. Ich habe nicht verstanden, dass genau diese Momente die waren, in denen Nähe entsteht oder verloren geht. Ich erinnere mich an Abende, an denen ich am Tisch saß und innerlich schon beim nächsten Tag war. Termine im Kopf, Aufgaben, Verantwortung. Ich hielt das für notwendig, für erwachsen, für verantwortungsvoll. Heute erkenne ich, dass genau dort etwas begann, sich zu verschieben. Ich dachte, Nähe sei etwas, das man hat, wenn man zusammenlebt, nicht etwas, das man aktiv pflegt. Ich war überzeugt, dass Verlässlichkeit Liebe ersetzt, wenn man lange genug zusammen ist. Dass es reicht, nicht zu gehen. Das Bleiben schon zeigt, was man fühlt. Ich habe nicht verstanden, dass Nähe nicht aus Dauer entsteht, sondern aus Aufmerksamkeit im Moment. Ich habe gesehen, wie sehr er sich bemüht hat. Und ich habe das lange respektiert. Ich wollte nicht die Frau sein, die mehr verlangt. Also habe ich mich angepasst.
Ich habe mir gesagt, dass es normal ist, dass Arbeit viel Raum einnimmt, dass Nähe später kommt, dass das Leben ebenso ist. Aber während ich wartete, wurde ich stiller. Nicht absichtlich. Es war eher ein inneres Zurückziehen. Ich habe weniger erzählt, weniger gefragt. Nicht aus Trotz, sondern weil man irgendwann müde wird, Worte ins Leere zu schicken. Man merkt das oft erst, wenn man plötzlich merkt, wie ruhig es geworden ist. Ich habe mich nicht ungeliebt gefühlt. Das wäre einfacher gewesen. Ich habe mich eher unbeachtet gefühlt. Und das ist schwerer zu benennen. Man sitzt nebeneinander, teilt den Alltag und trotzdem entsteht eine Distanz, die niemand geplant hat. Sie wächst nicht aus Konflikten, sondern aus Unterlassungen. Ich begann, meine Erwartungen leiser zu stellen. Nicht bewusst, eher schützend. Wenn man weniger hofft, tut es weniger weh. Ich sagte mir, dass es normal ist, sich anzupassen, dass Beziehungen Phasen haben und dass meine Sehnsucht nach Nähe vielleicht einfach zu viel verlangt war. Aber mit jeder Anpassung wurde ich ein Stück unsichtbarer. Nicht nur für ihn, auch für mich selbst. Ich gewöhnte mich daran, nicht alles auszusprechen. Und irgendwann fiel mir auf, dass ich Dinge nur noch für mich dachte, statt sie zu teilen. Das war der Moment, in dem Nähe nicht mehr selbstverständlich war, sondern etwas, das ich innerlich vermisste. Ich dachte lange, dass Bleiben reicht, dass man jemanden nicht verlieren kann, wenn man abends nach Hause kommt und morgens wieder geht. Ich habe geglaubt, Nähe entsteht automatisch, wenn man denselben Alltag teilt. Ich habe gearbeitet, geplant, funktioniert und mir gesagt, ich tue das für uns. Was ich nicht gesehen habe, ist, dass man dabei innerlich weg sein kann. Dass man zuhört, ohne wirklich zu hören. Und dass genau das langsam etwas abbaut, ohne dass es auffällt. Ich habe gesehen, dass du geblieben bist. Und ich habe das lange mit Nähe verwechselt. Aber Nähe fühlt sich nicht nach Mühe an. Sie fühlt sich nach Aufmerksamkeit an. Nach dem Gefühl, gemeint zu sein. Nicht nur mitgedacht. Ich habe nicht aufgehört zu reden, weil ich nichts mehr zu sagen hatte. Ich habe aufgehört, weil ich nicht mehr sicher war, ob meine Worte noch ankommen. Und so sitzt man nebeneinander und merkt erst sehr spät, dass etwas fehlt, das man nie bewusst aufgegeben hat. Wir haben uns selten gestritten und darauf war ich ehrlich stolz. Für mich war das ein Zeichen von Reife. Ich kannte Paare, die laut wurden, die sich verletzten, die Dinge sagten, die man nicht zurücknehmen kann. Bei uns war es ruhig, kontrolliert, vernünftig. Ich hielt das für Stärke. Wenn mich etwas störte, habe ich geschwiegen. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus dem Wunsch heraus, nichts zu verschärfen. Ich wollte keine Diskussionen, keinen Streit, keine unnötige Spannung. Also habe ich mir gesagt, dass manches nicht wichtig genug ist, um es anzusprechen. Dass man in einer langen Beziehung nicht alles problematisieren darf. Ich habe geglaubt, Schweigen sei Rücksicht. Heute weiß ich, dass es oft nur Vermeidung ist. Dinge verschwinden nicht, nur weil man sie nicht ausspricht. Sie lagern sich ab, still. Und irgendwann lebt man nebeneinander mit einem Gefühl, das man nicht genau benennen kann, aber deutlich spürt. Ich dachte, Frieden bedeutet, dass es keine Konflikte gibt, dass alles funktioniert, dass nichts eskaliert. Was ich nicht verstanden habe, Frieden bedeutet, dass man sich zeigen darf, auch mit dem, was unbequem ist, auch mit dem, was stört. Ich habe vieles nicht gesagt. Nicht, weil es mir egal war, sondern weil ich Angst hatte, etwas kaputt zu machen. Ich wollte keine Spannung erzeugen, keine schlechte Stimmung, keinen Streit. Also habe ich mir eingeredet, dass meine Gefühle nicht so wichtig sind, dass man nicht alles aussprechen muss. Aber Gefühle lassen sich nicht einfach weglegen. Sie bleiben im Körper, in der Art, wie man atmet, wie man spricht, wie man jemanden anschaut oder eben nicht mehr anschaut. Ich wurde vorsichtiger, leiser,
angepasster. Und innerlich begann sich etwas aufzubauen, das ich lange selbst nicht verstanden habe. Wenn ich dann doch einmal etwas sagte, wirkte es für ihn plötzlich und übertrieben. Für mich war es längst überfällig. Es ging nie um den konkreten Moment. Es ging um all die Male davor, in denen ich geschwiegen hatte. Das Schweigen hatte mich nicht geschützt. Es hatte mich einsam gemacht, obwohl ich nicht allein war. Ich habe geglaubt, dass Schweigen uns schützt, dass es verhindert, dass wir uns verletzen. Ich dachte, wenn ich nichts sage, kann ich nichts falsch machen. Heute weiß ich, dass genau das falsch war. Nicht das Gesagte hat Abstand geschaffen, sondern das Ungesagte. Weil sich so Dinge ansammeln, ohne je eine Chance zu haben, gehört zu werden. Ich habe nicht geschwiegen, weil mir nichts gefehlt hat. Ich habe geschwiegen, weil ich müde wurde, immer wieder anzusetzen. Ich wollte keinen Streit. Ich wollte Verbindung. Ich wollte, dass Dinge gesagt werden, solange sie noch leicht sind. Und ich habe zu lange gehofft, dass er es auch ohne Worte merkt. Der Wendepunkt kam nicht laut. Kein Streit, kein Abschied, kein Satz, der alles veränderte. Es war ein Arzttermin. Einer von vielen, dachte ich. Ein Raum, der nach Desinfektionsmittel roch, ein paar Worte, sachlich gesprochen. Und ein Begriff, der hängen blieb, obwohl ich ihn zunächst nicht einordnen konnte. In diesem Moment dachte ich nicht an Krankheit, ich dachte an Zeit. Nicht an die, die noch kommt, sondern an die, die bereits vergangen war. An all die Abende, an denen wir nebeneinander saßen. An Gespräche, die ich vertagt hatte. An Fragen, die ich mir für irgendwann aufgehoben hatte. Plötzlich fühlte sich dieses Irgendwann sehr weit weg an. Zum ersten Mal verstand ich, dass Nähe nichts ist, was man nachholt. Man kann verlorene Stunden nicht zurückkaufen, verlorene Aufmerksamkeit nicht nachreichen. Ich sah sie an und wusste, dass ich vieles sagen wollte. Aber ich spürte auch, dass Wollen allein nicht genügt. Dass Einsicht spät kommen kann und dann leise bleibt. Ich habe bemerkt, dass sich etwas in ihm verändert hat. Seine Fragen wurden langsamer, aber ehrlicher. Seine Blicke blieben länger. Und ich wusste, dass er es jetzt sieht. Wirklich sieht. Früher hätte mich das erleichtert, vielleicht sogar glücklich gemacht. Aber in diesem Moment war etwas in mir ruhig geworden. Nicht kalt, nicht abweisend, eher abgeschlossen. Ich war nicht wütend, ich war müde vom Hoffen. Wenn man lange wartet, stellt sich irgendwann kein Schmerz mehr ein, sondern Klarheit. Eine leise Klarheit darüber, was noch wachsen kann und was nicht mehr. Ich hörte ihm zu. Ich antwortete. Aber innerlich wusste ich, dass Nähe Zeit braucht. Nicht Dringlichkeit. Nicht Angst. Nicht ein spätes Erwachen. Manche Dinge entstehen nur dann, wenn sie nicht unter Druck stehen. Und diesen Raum hatten wir lange nicht genutzt. In diesem Moment habe ich verstanden, dass Zeit nicht wartet, bis man bereit ist. Ich wollte plötzlich alles sagen, alles hören, alles richtig machen. Aber ich habe gemerkt, dass Einsicht nicht automatisch bedeutet, dass man noch etwas ändern kann. Manchmal bedeutet sie nur, dass man endlich sieht, was man verpasst hat. Ich habe gesehen, dass du es jetzt verstanden hast. Und ein Teil von mir war dankbar dafür. Aber ein anderer Teil wusste, dass Verstehen allein nicht reicht. Nicht mehr. Manche Nähe braucht keinen guten Willen, sondern Zeit. Und die hatten wir schon verbraucht, ohne es zu merken. Unser Leben ist heute ruhiger. Nicht friedlich im klassischen Sinn, sondern langsamer. Die Tage haben weniger Termine, weniger Eile. Ich koche. Ich erinnere an Medikamente. Ich sitze oft einfach nur da, neben ihr. Und manchmal denke ich, dass genau das früher gefehlt hat. Dieses wache Dasein ohne Ablenkung.
Ich bereue nicht mein ganzes Leben. Es gab gute Jahre, Lachen, gemeinsame Wege, Dinge, die uns getragen haben. Aber ich bereue, dass ich geglaubt habe, all das würde sich selbst erhalten, dass Nähe bleibt, nur weil man zusammen alt wird. Heute weiß ich, nichts trägt sich selbst, nicht einmal Liebe. Die Einsicht kam spät, und sie kam leise, ohne Forderungen, ohne Drama. Sie ist einfach da, wie ein Wissen, das man nicht mehr wegschieben kann. Und mit diesem Wissen lebt man weiter, nicht verzweifelt, nicht hoffnungsvoll, sondern ehrlich. Wir sind noch da, und das ist etwas. Mehr als viele haben. Ich bin dankbar für seine Fürsorge heute, für seine Ruhe, für seine Aufmerksamkeit. Sie ist anders als früher, achtsamer, bewusster. Und ich sehe sie. Was zwischen uns fehlt, ist kein Streit, kein Bruch. Es ist etwas, das nicht mehr wächst. Und das muss man aushalten können, ohne bitter zu werden. Ich habe gelernt, dass Liebe viele Formen hat. Manche entstehen, wenn andere verschwunden sind. Das macht sie nicht falsch, nur stiller. Ich trage keinen Groll, ich trage Klarheit. Und diese Klarheit ist schwer, aber sie ist ehrlich. Man kann nichts zurückholen, aber man kann aufhören, sich selbst etwas vorzumachen. Vielleicht ist das die letzte Form von Nähe, die uns geblieben ist. Wir haben uns nicht verloren. Wir sind geblieben. Ich habe lange geglaubt, das allein würde reichen. Heute weiß ich, dass Bleiben nur der Anfang ist, dass Nähe Aufmerksamkeit braucht und dass man sie nicht auf später verschieben kann, ohne etwas zu riskieren. Wir erzählen das nicht, um Schuld zu verteilen. Wir erzählen es, weil wir wissen, wie leise Dinge verschwinden. Nicht durch Fehler, sondern durch Selbstverständlichkeit. Wenn du jemanden hast, der noch da ist, dann sieh hin. Nicht aus Angst, sondern aus Aufmerksamkeit. Wenn dich das hier berührt hat, dann bleib einen Moment länger. Vielleicht schreibst du unten, was dir aus unserer Geschichte hängen geblieben ist. Und wenn du niemanden hast, dem du das heute sagen kannst, dann hör beim nächsten Teil wieder zu.